Hallo meine Lieben, ich hoffe, es geht euch den Umständen entsprechend gut und dass ihr wohlauf seid. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin echt richtig froh, dass ich für mich das Basteln zu Hause habe und mich so ein bisschen ablenken kann von dem Ganzen, was hier abgeht. Und naja, ich will auch gar nicht lange drüber reden, es wird drüber genug geredet und diskutiert und ich möchte hier, das ist eine Bastelzone und naja, ich habe Folgendes. Ich habe, bevor das Ganze losging, so ein paar Anfragen gekriegt, von wegen kannst du nicht mehr noch Geschenkboxen zeigen. Und ich habe aber für die Sonntage echt noch viele Sachen, die ich euch gerne zeigen wollte. Und deshalb mache ich das jetzt so, dass ich für Mittwochs, wo ich jeweils die Kartenideen hatte, da jetzt für eine Weile umstelle und einfach euch ein paar Geschenkboxen zeige. Und da starten wir heute mit der ersten Variante, wo ich euch zeige, wie ihr mit dem Tüten-Punchboard ganz einfach 3 verschiedene Größen an Geschenktüten machen könnt oder Geschenkboxen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Das Tüten-Punchboard oder Giftbag-Punchboard ist dieses hier. Damit könnt ihr unterschiedlich große Tüten machen. Das sind 3 Größen, eine S, M und L. Und das sind diese 3 Größen hier. Das heißt, sie sind vorne in der Breite unterschiedlich groß, aber die Seitenelemente sind alle gleich breit. Ich wollte euch heute diese 3 Boxen zeigen, eben diese 3 Größen, wie ihr das Punchboard verwendet und wie ihr auch unterschiedliche Verschlüsse machen könnt. Und da gehen wir jetzt dran. Also machen wir uns mal an die erste Box, das ist die S-Box hier. Und da braucht ihr ein Papier für die Basisbox. Da braucht ihr ein Papier, das 25,4 cm mal 18 cm groß ist. Und dann noch zweimal eine Mattung, die 14,2 mal 6,4 cm groß ist. Dann braucht ihr hier einen Kreis, den habe ich hier mit diesem Standset gemacht. Der hat den Durchmesser von 7,5 cm. Der ist auf beiden Seiten so ein bisschen abgeschnitten, weil er größer ist als die Box. Da habe ich schon mal so ein bisschen vorgeschnitten. Und dann braucht ihr noch Kreise, auch mit diesem Standset, die 6,5 cm im Durchmesser sind. Ich habe 2, um hinten Dimension zu machen und einen als Mattung hier oben drauf. Und den habe ich auch noch geprägt und zwar mit so einem Sternenfolder. Das braucht ihr. Dann habe ich hier mit einer Sternenstanze 2 weiße Sterne gemacht. Dann braucht ihr einerseits hier ein Stück Papier, um oben diese Lasche zu machen. Das habe ich geschnitten auf 5,1 cm mal 7,2 cm. Und dann für den Stempel habe ich 3 geschnitten auf 6,4 cm mal 5,2 cm. Das Stempelset, das ich verwendet habe hier für alle 3 Boxen, ist dieses hier und da ist es der Have a Great Day. Des Weiteren noch eine kleine Klammer und das wäre es dann auch für diese Box. Bis natürlich auf, und das ist das Wichtigste, dieses Punchboard für Geschenktüten. Und damit fangen wir jetzt auch gleich an. Beim Punchboard ist es so, dass für euch wichtig ist diese Linie hier fürs Punchen. Dieses Dreieck und hier diese Seitlinie ist für die Seitenelemente der Box. Und mit diesen S, M und L bestimmt ihr, wie breit, also die braucht ihr für diese Seite und die Rückseite natürlich von der Box. Und eben da wichtig, dass ihr die richtige Größe vom Papier nehmt. Ihr habt es auch hier auf dem Punchboard drauf. Da steht von wegen die Zollangaben für S, M und L und dann aber auch die Zentimeterangaben. Und von der Länge her, da
da könnt ihr effektiv variieren. Ich gucke jeweils drauf, dass ich hier unten nicht aus dem Board rausgehe, weil ich sonst separat nochmal diese Falzlinien nachziehen muss. Ja, das ist das, was ihr über das Punchboard wissen müsst. Jetzt starten wir einfach mal und was ich jeweils mache, ist, ihr könnt es auch fortlaufend machen, aber ich mache das immer gleich am Anfang, ist hier oben das Papier ranzuschieben an dieses Element hier oben und dann habt ihr hier eine Falzlinie und die ziehe ich effektiv gleich schon mal einfach über das ganze Blatt durch. So, dann haben wir das schon mal gemacht und dann starte ich hier mit dieser Startline. Da lege ich das Papier dran. Und dann punche ich hier oben und dann habt ihr hier schon mal die erste Lasche. Was ihr hier auch gleich noch machen müsst, ist eben diese erste Linie nachzuziehen. Und wir haben gesagt, ne, das ist die S-Box, deshalb ziehe ich hier beim S die Linie nach. Dann gehe ich weiter und lege genau diese Linie, die ich gerade gefalzt habe, lege ich hier auf die Nase vom Punchboard, punche wieder. Und dann gehe ich nicht auf die S-Linie, sondern auf diese Seitlinie, ziehe die hier runter und immer darauf achten, dass Papier wirklich, dass hier das oben, dass das ansteht. Und dann hat es hier in der Mitte eine Linie und dann geht ihr entlang diesem Dreieck auch noch. So. Dann geht die wieder rüber und nehmt diese Linie, die ihr gerade auf der Seitlinie gemacht habt und puncht da wieder. Und dieses Mal kommt wieder die S-Linie. So, mehr müsst ihr hier nicht machen. Dann geht die wieder rüber. Wieder hier auf die Nase. Jetzt kommt wieder die Seitlinie. Diese Mittellinie und das Dreieck. Also ihr habt immer zuerst die breite Seite, dann also diese Seite, dann kommt diese Seite, dann diese Seite und dann wieder eine, die mit dem Dreieck. Und weil wir, gucken, dass ich das Punchen nicht vergesse. Und jetzt als letztes müssen wir hier auch nochmal punchen, und zwar auf der letzten Linie, die wir hier gezogen haben. Das ist immer ein bisschen tricky, dass das Ding hier oben nicht genug Fläche hat, damit es gerade liegt. Von dem her müsst ihr einfach gucken. Na, hier rein. Von dem her müsst ihr hier einfach gucken, dass ihr gerade liegt. Das heißt, ich gucke hier oben, dass ich an der Nase liege und dann gucke ich jeweils hier auf diesen Schriftzug. Und dann sehe ich auch, bin ich gerade oder bin ich nicht gerade. Und dann punche ich hier nochmal. So. Und das war auch schon der ganze Zauber für diese Box mit dem Punchboard. Was wir jetzt machen, ist die Falzlinien nachziehen. Dann können wir hier noch, weil das hier ist eure Klebelasche, die könnt ihr ein bisschen anschneiden. Und am einfachsten geht es euch, wenn ihr die Mattung jetzt aufbringt, bevor ihr die ganze Tüte zusammenklebt. Was ich gerne mache mit der Mattung ist, dass ich mir diese Ecken abrunde. Ich finde es einfach, es sieht ein bisschen schöner aus, als wenn es gerade ist. Und dann klebe ich die hier mit Flüssigkleber auf die Seiten ohne diese Mittellinie auf. Ich verwende hier ganz normalen Zementitkleber, den ich so in eine kleine Tube abgefüllt habe mit einer kleinen Tülle, weil es einfacher geht, damit zu arbeiten als mit der großen.
Ihr könnt natürlich auch mit dem Snail oder mit dem Doppelklebeband arbeiten, wenn euch das lieber ist. Ich arbeite hier einfach gerne mit dem Flüssigkleber. Dann nehmt ihr das einfach und klebt das schön mittig von den Seiten her und von oben. Und das ist halt eben auch das Schöne beim Flüssigkleber. Man kann da immer noch so ein bisschen hin und her rubbeln. Und ich mache das immer auf der Rückseite fest, damit ich keine Streifen auf dem Papier hinterlasse. So, und was wir als nächstes machen, ist die Box auch schon zusammenkleben. Und das machen wir hier mit der Klebelasche. Und das geht am einfachsten, wenn ihr die einfach so einlegt und dann mit der anderen Seite dazu kommt. Da einfach gucken, dass es wirklich gut hält, weil da nachher schon auch Spannung drauf ist. So, und jetzt können wir die auch unten schon zusammenkleben und da lege ich jeweils immer die beiden seitlichen Teile rein und dann gucke ich, wo will ich vorne haben, also was soll vorne sein und was soll hinten sein. Das wird hier meine Vorderseite, von dem her lege ich mir das so hin, lege die beiden rein, dann das, was bei mir liegt und dann das von der Vorderseite. Und beim Kleber aufgeben müsst ihr einfach ein bisschen gucken, es hat so Teile wie hier, wo die nicht gedeckt sind und deshalb werde ich hier in dem Bereich auch keinen Kleber aufbringen, einfach, dass ihr das beachtet. Das heißt, ich mache hier so ein bisschen Bogen drumherum. Dann gucke ich, dass die Box gerade liegt. Respektive ich drehe die schon mal um. Und dann gehe ich hier mit einem langen Gegenstand, bei mir ist es eine umgenutzte Küchenkelle, und drücke das hier innen fest. So, und dann könnt ihr hier auch schon das Ganze einknicken. Ich drücke da jeweils mit den Zeigefingern rein und dann das Ganze so ein bisschen zusammen. Helft dem Papier so ein bisschen den Weg zu finden. So, das wäre schon mal die blanke Box. Jetzt wollen wir damit ja noch ein bisschen was machen. Und zwar habe ich hier eben dreimal die Teile für den Spruch. Die werde ich jetzt auch kurz abrunden. Und die auch gleich zusammenkleben. Eine, dann das obere Element, mache ich auch kurz die Ecken rund und das lege ich einfach in der Hälfte zusammen. Dann nehme ich die beiden Sterne, die ich da ausgestanzt habe und klebe die auch kurz aufeinander. Was ich bei dem Stern noch mache, ist dann ein bisschen Wink of Stella drauf zu geben, einfach damit der so ein bisschen glitzert. Und dann haben wir noch die Kreise. Und da gucke ich jetzt einfach, dass ich nicht breiter als die Box bin. Das habe ich so eigentlich schon vorgeschnitten. Und da klebe ich jetzt einerseits vorne drauf den Kreis, den ich geprägt habe. Den orientiere ich eher so ein bisschen oben. Dann habe ich diese beiden Elemente noch um hinten eine Dimension dran zu geben. Und jetzt mache ich als erstes die Lasche oben und zwar klebe ich die hinten an die Box dran. Das heißt wirklich gucken, was wollt ihr vorne haben und dann nur auf den einen Teil mit so ein bisschen Abstand zu dieser Falzkante Kleber drauf geben. Das hat halt einfach den Vorteil, dass euch diese Lasche nicht immer wieder wegspringt. Und dann halte ich das Ganze zusammen und
mache diese Lasche mittig drauf. Die darf oben ruhig so ein bisschen Überstand haben. Und hier klebe ich noch den Stern drauf. Den gebe ich eher so im unteren Bereich, aber mittig. Also mittig von den Seiten her und im unteren Bereich. Dann können wir hier das schon mal festklammern. Und jetzt springt euch eben diese Lasche, die rutscht nicht hoch, dadurch, dass wir sie hinten festgeklebt haben. Das ist der Vorteil vom Ganzen. Und jetzt kleben wir als erstes diesen Kreis fest. Orientiert euch da, also guckt euch einfach so ein bisschen, wo der zu liegen kommen soll. Ich nehme den jeweils so ein bisschen mittig. So, und jetzt kommt noch der Spruch drauf. Et voilà. Und schon ist diese erste Box fertig. Das ist die S-Box. Jetzt gehen wir zur M-Box. Für die M-Box braucht ihr ein Papier, was 27,9 cm x 18 cm groß ist. Dann 2 Papiere für die Mattung. Das habe ich geschnitten auf 12,7 cm x 7,7 cm. Dann habe ich hier so mit einer Schmetterlingsstanze 2 Schmetterlinge, einen in weiß und einen in diesem grauen Papier ausgestanzt. Dann für den Spruch habe ich 2 Elemente, eines für die Mattung, das ist, muss ich überlegen, ne? 7,1 cm x 8,4 cm und da wo der Spruch drauf ist, sind es 6,8 cm x 8,1 cm. Das heißt, ich gehe für die Mattung eigentlich immer 0,3 cm kleiner und eben der Spruch auch von diesem Set hier, dieses Never Give Up, Great Things Take Time. Und dann werde ich auf den Schmetterlingen noch so kleine Strasssteine draufkleben und wir brauchen für oben dann noch ein Band. Und als letztes noch, ne, das ganze Element hier bringe ich mit einem Foam Tape drauf, damit es auch so ein bisschen Dimension kriegt. Dann starten wir wieder mit dem Punchboard und da mache ich es auch wie bei der anderen Box. Ich schiebe das hier hoch und ziehe erstmal diese Querlinie. Und dann, gleich wie bei der anderen, starten wir hier bei dieser Startline. Punchen. Und bei hier jetzt M die Linie ziehen. Dann schieben wir das rüber, bis die Nase auf dieser Linie liegt. Punchen. Und jetzt geht ihr auf die Sideline. Plus in der Mitte. Dieses Dreieck auch noch. Dann geht ihr wieder rüber, damit die Nase auf dieser Linie liegt. Puncht auch wieder. Und jetzt zieht ihr wieder bei der M-Linie die Linie. Dann wieder rüberschieben, bis die Nase hier auf dieser Linie liegt. Wieder punchen. Und jetzt nochmal bei der Sideline. Hier in der Mitte. Und das Dreieck. Und als allerletztes müssen wir noch auf dieser letzten Linie stanzen. Auch hier wieder orientiert euch einfach hier so ein bisschen am Schriftzug, damit ihr seht, dass ihr gerade liegt. Oder ihr könnt natürlich auch hier unten gucken, dass ihr auf diesem Pfeil liegt. Da nochmal stanzen. So, das war das. Jetzt bei dieser Box habe ich ja Löcher drin, um ein Band durchzuziehen. Und das habt ihr effektiv auch in diesem Punchboard drin, auf der anderen Seite. Und da puncht ihr jetzt quasi immer, ihr könnt es auch, eigentlich habt ihr die Angaben schon hier auf dem Brett drauf. Ihr seht immer, wo ihr punchen müsst. Das heißt, einmal lege ich hier das Papier rein, dass es da auf der Nase liegt.
gucke, dass es gerade liegt und punche. Dann gehe ich von der langen Seite diese erste Linie, auch gerade liegend, punche. Dann nehme ich die zweite Linie von diesem Mittelstück, punchen. Dann gehen wir rüber auf diese Linie, punchen. Dann können wir wieder eine auslassen und dann noch hier diese letzte Linie auch nochmal punchen. So, das war schon der ganze Zauber. Jetzt könnt ihr hier auch diese Klebelasche anschneiden. Und die Falzlinien nachziehen. Wenn ihr das Problem habt, dass euch das Papier anfängt zu reißen, guckt einfach, gebt dem Zeit, sich zu legen. Ich gehe nicht zuerst gleich mal ganz stark drüber, sondern ich streiche das einfach so ein bisschen fest, bis es dann unten liegt. So, dann auch hier wieder die Mattung. Auch hier werde ich die Ecken abrunden. Und das Ganze mit Flüssigkleber festkleben. Und dann können wir die Box auch schon zusammenkleben, und zwar hier mit der Klebelasche. Auch wieder das Papier reinlegen, von der einen Seite und von der anderen Seite rüberkommen. So, dann drehen wir das um und auch wieder gucken, ne, was wollt ihr vorne, was wollt ihr hinten haben. Ich mache es jeweils so, dass diese Klebelasche hinten liegt. Somit ist das meine Vorderseite. Und somit klebe ich zuerst die Seiten, dann dieses Teil und dann das vordere. Drehe das auch gleich wieder um. Richte das so ein bisschen aus, damit es gerade liegt. Und gehe dann wieder rein und drücke das fest. Und dann können wir auch hier dem wieder so ein bisschen nachhelfen, mit den Mittelfingern reindrücken und dann zusammendrücken. Und bevor ich jetzt an die Verzierung gehe, werde ich oben das auch gleich zumachen. Dann nehme ich so ein weißes Band. Und da müsst ihr einfach gucken, dass ihr diese Löcher dann auch mitnehmt, ne? Also das Band wirklich hier durch. Dann hier durch. Von der anderen Seite auch wieder durch beide Löcher durch. Wenn es denn will. Guckt ihr einfach, dass das so ein bisschen gerade zu liegen kommt, hinten dann auch. Ich nehme da jeweils von der anderen Box kurz die Klammer, damit das so ein bisschen zusammenhält. Und dann macht ihr hier oben eine Schlaufe.
Wenn ihr da verhindern wollt, dass euch das Ganze ausfranst, dann könnt ihr da einfach kurz, wirklich nur ganz kurz, so ein bisschen mit dem Feuerzeug entlang gehen und dann versiegelt es euch das quasi. Jetzt kommen wir noch zum Spruch. Auch da werde ich die Ecken wieder abrunden. Und den Spruch klebe ich direkt auf die graue Mattung. Und auf die Tüte bringe ich das mit so einem Foam-Tape, um hier so ein bisschen Dimension zu schaffen. Dann gucke ich hier, dass ich schön mittig von den Seiten und von oben und unten zu liegen komme. Dann bei den Schmetterlingen habe ich einen weißen, da knicke ich einfach entlang des Körpers so kurz ein bisschen die Flügel an. Dasselbe mache ich mit dem Grauen. Dann klebe ich die beiden entlang des Körpers zusammen. Ich mache das jeweils so, dass ich ganz ein kleines bisschen versetzt bin von oben. Dann könnt ihr hier die Flügel auch wieder so ein bisschen hochbiegen. Jetzt, bevor ich die Diamanten drauf bringe, werde ich den auch gleich auf der Tüte festkleben, auch nur entlang des Körpers. Und jetzt noch die Diamanten. Voilà. Somit ist auch diese Box fertig. Dann kommen wir noch zu der dritten Box und das ist die L-Box und da habe ich so gemacht, dass eben ein Deckel drauf ist. Und da braucht ihr ein Papier, das 30,5 cm mal 21 cm groß ist. Dann habe ich zwei Mattungen, eine für vorne, die ist 8,9 cm mal 13,9 cm und die für hinten ist Länge, weil sie über das Ganze drüber geht. Die ist auch 8,9, aber eben in der Länge 17,9 cm. Dann habe ich hier so einen kleinen rosa Schmetterling gestanzt plus, wo habe ich denn das Herz hier? Zwei Herzen ausgestanzt, eines in Grau, eines in Rosa. Und für den Spruch habe ich hier folgende Elemente. Das Rosa ist 7,5 cm mal 8 cm. Und dann bin ich immer einen halben Zentimeter kleiner gegangen. Das heißt, die nächste Mattung ist 7 cm mal 7,5 cm. Und dann habe ich 3 Stück in 6,5 cm mal 7 cm. Und da ist eben der Spruch auch von diesem Stempelset. Und da haben wir hier Take time to do what makes you happy. Und da starten wir jetzt auch gleich mal mit der Box. Genau gleich wie bei den anderen ziehe ich zuerst diese Falzlinie durch. So, dann starte ich hier vorne, auch wieder bei der Startlinie, punche einmal und dann gehe ich hier zu der L-Linie. Upsi. Genau, das sollte nicht passieren, aber das korrigiere ich gleich noch, weil ein Teil von dem Teil hier, das ist der Boden, das ist der Deckel und hier kann ich gleich noch korrigieren. Hier einfach aufpassen, damit euch das genau nicht passiert, wo das Ende des Falzbrettes ist. Ihr müsst auch nicht die Falzlinie komplett durchziehen, weil wir kommen von der anderen Seite dann nochmal dazu. So, auch schön zu zeigen, wie man es nicht macht, ne? Dann haben wir wieder das Mittelteil, hier auch wieder die Nase bei der Falzlinie anlegen, dann hier die Sideline, dieses Mal nicht bis runter, dann die Mittellinie, dieses Dreieck, upsie, habe ich schon gestanzt? Nee, habe ich nicht, machen wir noch.
So, dann gehen wir rüber und legen auch hier wieder auf die letzte Falzlinie die Nase, stanzen. Jetzt müssen wir wieder die L-Linie nehmen, ne? Na. So. Dann schieben wir es rüber wieder auf die letzte Falzlinie, stanzen auch da wieder und ziehen bei der Seitlinie wieder die Linie und auch wieder hier die Mitte und das Dreieck. Und dann noch ein letztes Mal stanzen. Auch wieder hier gucken, dass hier gerade zu liegen kommt. So. Jetzt drehen wir das Ganze um. Und jetzt macht ihr das auch so, dass ihr genau gleich wie vorhin oben diese Linie nachzieht, diese Falzlinie hier oben. Und jetzt stanzt ihr quasi überall hier oben, wo ihr hier unten auch gestanzt habt. Das heißt, hier habe ich gestanzt, also lege ich da die Nase auf diese Linie und stanze. Sonst mache ich gar nichts. Dann wieder, hier hatte ich eine, also auch wieder auf diese Linie stanzen. Weiter rüber. Hier hatte ich eine, also auch wieder hier. Dann hatte ich hier noch eine. Und dann noch die ganz am Anfang. Und ihr seht, mein Problem von vorhin hat sich quasi gelöst, weil ich das jetzt weggeschnitten habe, wo ich vorhin reingefalzt habe. So. Die Löcher machen wir nicht mit dem Stanzboard, sondern die mache ich dann mit einer Lochzange. Jetzt auch wieder Falzlinien nachziehen. Ihr habt gesehen, wie vorsichtig ich hier die Falzlinien nachgezogen habe, weil das ist, ich habe das schon bei der Box gemerkt, dass ich die gemacht habe. Das Papier, ich weiß nicht, wie es gelagert wurde, bevor ich das gekauft habe, aber das ist echt richtig trocken. Und da habt ihr noch eine größere Gefahr, dass euch das Ganze reißt. Von dem her wirklich vorsichtig da die Falzlinien nachziehen. Jetzt können wir hier einerseits die Klebelasche kurz anschneiden. Und jetzt ist es ja so, dass das hier unten ist, wo ihr die Dreiecke habt, und das hier ist oben. Jetzt, wenn ich die zusammen mache, dann liegt meine Klebelasche hier, und das will ich, dass es hinten ist und das somit vorne. Das heißt, dieses hier ist mein Deckel. Den lasse ich stehen und alles andere hier schneide ich ab. Dann haben wir hier einen Deckel. Bevor wir jetzt aber die Box zusammen machen, mache ich noch die Mattung drauf und kennst du mittlerweile, Ecken abrunden. Was ich vergessen habe zu sagen, ne, wenn wir das so jetzt aufkleben würden, dann hätten wir ja das Thema, dass das Papier größer ist als diese Lasche. Und deshalb nehmen wir das Papier auch kurz, gehen nochmal zurück zu diesem Stanzbrett. Und dann lege ich hier das Papier so rein, dass ich an dieser Falzlinie liege.
Stanze und mache das auch auf der anderen Seite. So, im Moment sieht es so aus, wenn ich das hinlege, dass es ein bisschen länger ist, aber dadurch, dass wir das hier jetzt dann noch biegen, braucht es genau dieses Stückchen, was ein bisschen länger ist. Von dem her kleben wir zuerst diese Seite fest. Bei der anderen Seite mache ich es jetzt so, dass ich zuerst den unteren Bereich klebe. Und den Rest mache ich dann erst nachher, wenn alles zusammen ist. Das heißt, wir kleben jetzt die Box zusammen und das machen wir auch wieder mit der Klebelasche. Auch hier hinlegen, die andere Seite drüber klappen. Dann kümmern wir uns um diesen Teil hier. Jetzt ist das ja vorne. Ich drehe das hier kurz ein bisschen um. Das heißt, dieser Teil kommt zuletzt. So, und jetzt kann ich die so ein bisschen zusammendrücken. Hier oben dem Papier auch helfen, den Weg zu finden. Dann klappe ich das hier oben drüber. Dann können wir hier oben diese Lasche auch noch festkleben. Dann haben wir jetzt hier eine Tüte mit einem Deckel. Und jetzt mache ich so, dass ich hier kurz so die Mitte abmesse, damit ich da die Löcher für das Band reinmachen kann. Geodreieck geht immer am einfachsten, ne? Da kann man das einfach mittig hinlegen. Dann mache ich hier bei 1 und hier auch bei 1 einen Punkt. Gehe da mit der Zange rein. Dann lege ich es wieder hin und zeichne mir an, wo hier innen drinne die Löcher sein müssen. Und kann auch da mit der Stanze die Löcher machen. So, dann brauchen wir wieder ein Band. Und zwar zieht ihr das zuerst hier bei diesen Löchern durch. Guckt so ein bisschen, wie lang das sein muss. Dann könnt ihr es durch die oberen Löcher durchziehen. Jetzt wäre natürlich der Moment, wo ihr das auch befüllen würdet, ne? Dann könnt ihr da dran ziehen und eine Schlaufe machen. So, und dann können wir uns noch um den Rest der Verzierung kümmern. Und da könnt ihr bei allen Teilen auch wieder die Ecken abrunden. Und dann kleben wir das Ganze aufeinander. Und zwar, das Teil geht direkt auf das Graue oder auf das nächst kleinere. Dann kommt hinter dieses Teil kommen diese beiden.
Und das kommt jetzt auf das nächstgrößere drauf. Diese beiden Teile habe ich ganz einfach deshalb festgeklebt, weil man hat jetzt hier so eine schöne Dimension und dann ist das Ganze nicht so flach. Und dann bringe ich hier gleich noch die Herzen auf. Und das ganze Element kommt jetzt auch mit einem Foam Tape auf die Tüte. Wenn ihr fragt, warum ich das immer mit den Fingern abreißen und nicht mit der Schere, das, was hier an den Fingern kleben bleibt, das habt ihr sonst zwischen den, hier in diesem Zwischenraum, da habt ihr echt Mühe, das Ganze wieder sauber zu kriegen. Mit den Fingern kann man es nur abreiben und gut ist, deshalb mache ich das so. Und dann kommt das ganze Element mittig auf die Box drauf. Und dann noch der Schmetterling. Da mache ich es auch wieder so, dass ich den so ein bisschen anknicke. Und dann hier Flüssigkleber drauf gebe. Und den gebe ich hier oben so in die Ecke rein. Und da kommen jetzt auch noch 2 Diamanten drauf. Und schon ist auch diese Box fertig. Und somit haben wir hier die 3 Boxen, ne? Die L, die M und die S. Die sind hier in der Breite alle gleich breit, weil dieser Teil verändert sich ja nicht vom Punchboard. Aber hier in der Breite vorne sind sie dann unterschiedlich. Und ihr seht, ihr könnt eben auch variieren, wie ihr die Box dann verschließen wollt. Das war's auch schon. Ich hoffe, euch haben die Ideen gefallen und ihr habt da auch Lust, das Ganze nachzubasteln. Die Materialien, die ich verwendet habe, die stelle ich euch wie immer unten in die Links rein. Und naja, das mit dem Abonnieren kennt ihr mittlerweile, ne? Da bin ich froh, wenn ihr das macht. Und naja, ihr könnt auch auf das Glöckchen klicken, dann verpasst ihr auch kein Video von mir. Und ich hoffe, ihr bleibt dran und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!